Norwegen ist geprägt von seiner malerischen Landschaft und den unendlich blauen Weiten seines Meeres. An den wunderschönen Stränden und Klippen kann man seine Sorgen schnell hinter sich lassen. Für viele ist es das perfekte Urlaubsziel und einige träumen davon, dort zu leben. Diesen Traum teilte auch Susanne. Hallo ihr Lieben in Deutschland und der ganzen Welt. Ich bin Susanne. Ich komme aus Deutschland und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in Norwegen. Mich hat es hierher verschlagen, weil ich einfach das Land total schön finde. Ich finde die Natur schön. Die Menschen haben also eine unheimliche Ruhe und Ausgeglichenheit. Das Leben hier ist ja, sehr entspannt, sehr ehrlich und das hat mich gereizt, meine Sachen zu packen in Deutschland, hierher zu gehen und einfach neu zu starten. Wir sind hier am äußersten Zipfel von Norwegen, also das ist der südlichste Punkt, weiter südlich kommen wir nicht. Und dort leben und arbeiten wir mit meinem Mann Carsten. Und zur Familie gehört auch noch unser Hund Scooby und unser Kater Felix. Kleine Geschichte dazu, was mich sehr überrascht hat bei meinen Urlauben, die ich in Norwegen gemacht habe. Ich bin irgendwann mal auf den Friedhof gegangen und habe gesehen, die Leute werden 80, 85, 90, 100. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch werden. Ich will nicht mit 50 sterben, weil ich gestresst bin und weil ich ausgelaugt bin und weil ich Burnout habe. Das war also auch ein Grund mit, warum ich gedacht habe, Norwegen ist mein Land. Also hier im Süden von Norwegen haben wir zuallererst ein sehr mildes Klima. Das hat mich auch eigentlich motiviert, hierher zu gehen, weil ich mochte den Norden nicht und überhaupt oberhalb vom Polarkreis. Die Dunkelheit, die Kälte, das hat mich abgeschreckt und für mich kam das nie in Frage. Ich habe immer gesagt, ich will nur in den Süden. Und hier haben wir ganz gemäßigtes Klima. Ich bin eigentlich in Deutschland aus dem Harz. Ich bin ganz andere Winter gewohnt. Hier haben wir kaum unter 5 Grad minus. Wir haben sehr wenig Schnee und es ist also ein sehr, sehr mildes Klima, bestimmt durch den Golfstrom. Und ja, das hat mich eigentlich sehr motiviert, den Süden auszuwählen. Und so kam das dann eigentlich, dass wir hier gelandet sind. Und wo wir uns jetzt gerade befinden, das ist in Lillehaven. Das ist der letzte bewohnte Ort vorm Lindesnes Fjord oder vorm Kap Lindesnes. Und wir haben hier dort 2 Stützpunkte. Das ist einmal in Ramsland. Wo unser Hauptcamp ist, will ich das jetzt mal so bezeichnen. Und wir haben hier in Lillehaven ja, ein kleines Fischerdörfchen. Was ein bisschen beschaulicher und ruhiger ist als Ramsland. Das sind also schon, das ist die Überleitung zu unseren beiden Hauptgeschäften. Der Chris, der hat jahrelang für uns gearbeitet, war angestellt bei uns und seit 1. Januar hat er das Camp in Führung. Also er macht dort alles, was Buchung, Organisation, Check-in, Check-out, Service, Bootpflege, Rundum-Paket für die Urlauber. Das macht der Chris in Ramsland.
Carsten und ich, wir sind hauptsächlich in Lillehafen. Es ist einfach total schön, hier zu sitzen, auf die Unendlichkeit des Meeres zu sehen und zu denken, ja, was passiert hier eigentlich mit mir? Was macht das Meer mit mir? Und das gibt mir diese Weite des Meeres, gibt mir das Gefühl, nicht eingeengt zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich mich hier ausbreiten kann. Ich habe hier Ideen, ich werde gesund hier. Also ich kann einfach hier leben und kann mich inspirieren lassen. Und das transportiert das Meer jeden Tag hier in mein Haus und in meinen Körper. Und ich lasse das aber auch rein. Dieses Gefühl, das möchte ich natürlich gerne weiter transportieren an meine Gäste. Und ich sage bewusst auch nicht Kunden dazu, sondern es sind meine Gäste. Und das sind auch Freunde von mir. Also wir haben Gäste, die besuchen uns jedes Jahr, manchmal 2-3 Mal im Jahr. Und irgendwann werden daraus Freundschaften. Und die kommen einfach zu uns, weil ich merke, ich hole die ab. Also ich kann die abholen, ich kann dieses Gefühl transportieren. Ich gebe ihnen dieses Erlebnis, was ich hier jeden Tag habe, das schicke ich denen mit in der Buchungsbestätigung. Die bekommen von mir nicht nur eine Nummer, sondern sie bekommen dieses Gefühl, hier einen Urlaub zu machen, der sie auch entspannt, der Kraft schenkt, der Inspirationen gibt. Ich habe alle möglichen Leute von Gästen, die haben unterschiedliche Ansprüche und diese Ansprüche gebe ich ihnen. Und die suchen sich ihre Hütten aus. Wir haben kleine Hütten, wir haben große Hütten für wenig Personen, für viele Gruppen, für Familien, mit Hunden, mit Kindern, alles, was du willst. Jeder Gast hat zu seiner Hausbuchung ein Boot dabei. Das ist natürlich für unsere Gäste sehr wichtig, dass sie auch flexibel sind. Sie können aufs Meer hinausfahren und sie können fischen. Sie können einfach einen schönen Tag haben auf dem Meer. Unsere Boote sind top ausgerüstet mit aller Technik, die man sich wünschen kann. Es sind nagelneue Boote, sie sind top gepflegt, die sind sicher und wir haben auch ein GPS-Tracking-System in unseren Booten, dass ich also immer sehe, wo unsere Gäste sind. Wir machen das nicht, um die zu kontrollieren, sondern um uns und den Gästen die Sicherheit zu geben, dass sie auf dem Meer sicher unterwegs sind. Und wenn es mal zu einem Notfall kommt, können die uns anrufen und wir sehen sofort, wo sie sind. Die Rettungsgesellschaft ist mit uns gekoppelt. Sie können sich also auch bei uns einloggen und sehen, wo unsere Boote sich befinden, damit also schnelle Rettung kommt. Weil das ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist ein ganz großer Aspekt, Sicherheit der Gäste auf dem Meer. Und ja, toi, 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 es kam noch zu keinen großen Unfällen oder Rettungsaktionen, seitdem wir eigentlich unsere Firma haben. Mit jetzt fast, also ich glaube 25 Boote in der Flotte, haben wir wirklich keine Ausfälle und keine Unfälle zu beklagen. Ja, wobei das Wort Unfall für mich wesentlich schwerwiegender ist, als wenn mal ein Boot kaputt gehen würde. Durch unsere Möglichkeit, die wir den Gästen bieten dürfen oder können unsere Gäste hier wirklich Tag und Nacht angeln. Und die es wünschen, nur zu angeln, die haben die Möglichkeit und können Hardcore 24 Stunden angeln. Im Sommer ist es fast rund um die Uhr hell und ja, dann können sie auf große Tour gehen und dem Fisch ihres Lebens nachstellen. Wir haben nicht die großen Fische wie im Norden, das ist ganz klar. Wir haben nicht diese große Anzahl an Heilbutten zum Beispiel, das ist auch ganz klar. Wir hatten letztes Jahr 4, der größte davon war 1,24 m und hat 36 Kilo. Das war schon ein schönes Prachtexemplar. Und was wir aber haben, ist die unheimliche Vielfalt an Fischen. Wir haben Gäste, die reisen mit 10, 14 verschiedenen Fischen nach Hause. Also wir haben ganz an erster Stelle, glaube ich, ist der Pollack. Das ist
also ein sehr kampfstarker Fisch, macht unheimlich Spaß an der leichten Rute. Wir haben Gäste, die nur zum Pollackangeln hierher kommen und das ist eigentlich so ein Zielfisch, den viele Gäste haben. Wir haben die Seelachse natürlich in großen Mengen und die Leute, die viel Fisch fangen wollen, die auf ihre 18 Kilo kommen möchten, die dementsprechend Menge nach Hause nehmen möchten, die angeln Seelachs. Wir haben im Sommer die Makrelen, die mächtig viel Spaß machen. Auch die Kinder fischen ganz gerne Makrele. Das ist halt einfach Spaß an der Angel. Na? Die Kinder sind 5, 6 Jahre alt, kriegen ihre erste Angel in die Hand gedrückt und auf einmal beißt da eine Makrele, die richtig Rabatz macht. Das ist für so eine kleinen Kinder ein Riesenerlebnis und auch irgendwo der Einstieg in die Angelei. Dann haben wir Lenglump, wir haben Seeteufel, gerade hier vor Lillehafen. Wir haben sehr viel Seeteufel gefangen. Und wir haben halt immer wieder diese großen Exemplare auch. Wir hatten jetzt im Frühjahr, wenn das Wetter gut war, die Leute konnten offshore raus, war es also wirklich täglich, dass wir Dorsche über 1 Meter hatten und die Gäste glücklich gemacht haben. Ja, und wir haben also wie gesagt eine große Vielfalt an Arten, also die Artenvielfalt ist enorm. Unser Chris, der ja das Hauptcamp führt, ist so ein Spezialist fürs Angeln, alles was ums Angeln geht. Er zeigt den Leuten die Spots, er fährt mit ihnen raus, er zeigt ihnen Angeltechniken. Er geht selber auch raus und guckt, ob es irgendwo neue Spots gibt. Er guckt sich die Strukturen an, die Meeresstrukturen, wo sind eventuell Gebiete, wo es gut ist zum Fischfangen. Und das testet er selber aus und dann gibt er das den Gästen weiter. Wir haben auf unseren Kartplottern natürlich die Hotspots eingespeichert und die Gäste müssen einfach nur noch hinfahren und müssen dann den Fisch angeln. Wir haben nicht nur für unsere Angler oder für unsere fischenden Gäste Alternativen, sondern auch für die nicht angeln, die gerne spazieren gehen wollen oder Ausflüge machen wollen. Es angeln nicht immer alle Frauen mit und dann muss man denen einfach was bieten und das sind hier gute Ausgangspunkte für solche Unternehmungen. Es liegt alles nicht weit weg, es ist schnell zu bewandern oder hinzufahren und dann haben wir hier super Strände mit Möglichkeiten natürlich zum Baden im Sommer, aber auch zum Kiten. Das ganze Jahr über haben wir die Möglichkeiten, dass hier gesurft und gekitet wird oder auch sogar tauchen. Also wir haben gute Tauchbasen hier. Wir haben vorm Kap zum Beispiel liegen 2000 Schiffswracks, gezählte Schiffswracks und da werden auch geführte Touren hingebracht, dass die Leute halt einfach auch mal Wracktauchen machen können. Na, das können unsere Gäste hier auch erleben. Wir vermitteln dann die Kontakte zu den Tauchclubs und es ist also hier sehr breit gefächert. Es ist nicht nur der Fisch im Fokus, es ist auch das Leben und das Erleben von Norwegen für uns sehr wichtig. Ein super Hotspot zum Wandern ist natürlich unser Wasserfall Skreli. Wobei Wasserfall nicht richtig ist, es ist eigentlich eine Wasserrutsche. Weiß ich nicht, wie viele 100 Meter die runtergeht. Und das ist einfach total fantastisch, wenn man dann dort oben steht auf dem Plateau, kann in die Weite schauen, sieht am Horizont das Meer, sieht die Stadt Farsund am Horizont und steht dort einfach, lässt sich den Wind um die Ohren pusten, lässt sich die Haare verwuscheln und das ist eben Erlebnis und das ist Feeling Norwegen. Wenn dann die Fischer abends reinkommen mit ihrem Fisch, dann kann man zu dem Punkt gehen, dass man einfach zusammen tolles Essen kocht mit mega frischem Fisch
Und das haben wir natürlich hier auch zu bieten. Frischer geht es nicht, gerade selbst gefangen, gerade selbst verarbeitet. Und jetzt fehlt eben nur noch der Weg in die Pfanne oder in den Kochtopf. Und das ist ein Erlebnis auf dem Gaumen, als Geschmackserlebnis nicht zu toppen. Man kriegt in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, egal wo unsere Gäste herkommen, niemals solch eine Qualität. Und diese Qualität ist einfach unschlagbar. Und da kann man so tolle Gerichte machen mit Fisch oder mit Meeresfrüchten an sich. Und das ist auch ein Teil des Urlaubes. Also dieses Gefühl, gut zu essen, gut zu leben, einfach nur genießen. Das möchten wir unseren Gästen geben. Irgendwann hat der Tag ja nur 24 Stunden und er geht dann zu Ende und dann ist es Zeit, runterzukommen, den Tag Revue passieren zu lassen, nach einem guten Essen vielleicht noch einen kleinen Ausflug zu machen auf die Aussichtspunkte, auf die Erhöhung, auf die Berge, die wir hier in der Nähe haben und einfach nur den Sonnenuntergang genießen oder einfach nur auf die Wellen zu schauen, den Wind in der Nase zu haben und runterzukommen, abzuschalten. Einfach auch das, was ich hier erlebe jeden Tag. Meine Empfindungen, meine Gefühle möchte ich an meine Gäste weitergeben. Und ich sage ihnen, was die machen können und was sie erleben können. Und dann müssen sie einfach nur loslassen. Ich habe den Schlüssel dafür. Für alles eigentlich. Wir bieten Ihnen das Erlebnis Norwegen. Ich gebe den Schlüssel weiter. Sie brauchen jetzt einfach nur die Tür aufzumachen und müssen das Land atmen. Ja, alles, was wir zu bieten haben, können Sie jetzt in sich aufnehmen und dann haben Sie einen super Urlaub hier. Und wir haben, ich glaube zu sagen, dass wir alles zufriedene Gäste haben und sonst würden die nicht jedes Jahr wiederkommen. Das macht mich dann am Ende eigentlich auch stolz. Und dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht und ja, das ist meine Philosophie.